In den meisten Sprachkursen und Büchern zum Deutschlernen werden kaum umgangssprachliche Ausdrücke trainiert. Meiner Meinung nach nicht nur als Deutschlehrerin, sondern auch als Muttersprachlerin sind diese Ausdrücke aber super, super wichtig, weil, diese verwenden wir im Alltag total viel. Damit du nicht nur besser Deutsch verstehst, sondern auch immer mehr wie ein Muttersprachler Deutsch sprichst, erkläre ich dir in diesem Video diverse Verben, die wir häufig in der Umgangssprache verwenden. Pfuschen. Kennst du auch jemand, der sich nie an die Regeln hält und immer betrügt, wenn man Karten spielt? Umgangssprachlich könnte man hier auch sagen, manche Personen pfuschen immer beim Kartenspielen. Man kann auch in Prüfungen pfuschen. Beispielsweise, wenn man versucht, von seinem Sitznachbar abzuschauen. Wir verwenden das Verb pfuschen, auch wenn man nicht professionell arbeitet, also wenn man nicht sehr gründlich arbeitet. In dem folgenden Zeitungsartikel steht: hohe Dunkelziffer, Kassen, fast 2700 Schäden durch Ärztefusch. Die Ärzte haben in diesen Situationen also nicht richtig gehandelt. Dadurch ist es zu Behandlungsfehlern gekommen. Malochen. Die Bauarbeiter malochen auf der Baustelle. Die Bauarbeiter arbeiten sehr intensiv auf der Baustelle. Malochen bedeutet so viel wie sehr intensiv arbeiten. Wir benutzen das Verb malochen auch für körperlich sehr anstrengende Arbeit. Hier ein anderes Beispiel aus einem Artikel vom Deutschlandfunk. Vom Malochen zur 4-Tage-Woche. In dem Text geht es darum, dass sich die Arbeitszeiten in Deutschland historisch sehr geändert haben. Früher mussten die Menschen in Deutschland an vielen Tagen in der Woche und viele Stunden lang arbeiten. Wenn man heutzutage Vollzeit arbeitet, dann arbeitet man in der Regel 5 Tage die Woche und insgesamt 40 Stunden. Und es gibt immer mehr Unternehmen, die eine sogenannte 4-Tage-Woche testen. Das bedeutet, dass man also nur 4 Tage arbeitet, aber trotzdem ein volles Gehalt bekommt. Das Verb malochen verwenden wir aber nicht nur für körperliche Arbeit. Auch wenn du beispielsweise im Büro arbeitest und den Tag am Computer verbringst, kannst du trotzdem sagen, ich war den ganzen Tag am Malochen. Vielleicht kennst du bereits das Verb gammeln, wenn wir über Gemüse sprechen. Das Gemüse gammelt seit Wochen im Schrank. Das Gemüse fault seit Wochen im Schrank. Das bedeutet dann also, dass das Gemüse schon sehr lange in dem Schrank liegt und angefangen hat, schlecht zu werden. Doch nicht nur Gemüse kann gammeln. Umgangssprachlich kannst du auch Folgendes sagen: Heute möchte ich nur auf dem Sofa gammeln. Das bedeutet dann so viel wie: Heute möchte ich mich einfach auf dem Sofa ausruhen. Also das Gemüse gammelt im Schrank und wir gammeln auf dem Sofa. In beiden Situationen geht es darum, dass wir also sehr faul sind und einfach rumliegen. Man könnte hier auch sagen, ich möchte heute einfach nur auf dem Sofa chillen. Ich persönlich finde jedoch, dass Gammeln noch ein bisschen negativer klingt oder vielleicht ein bisschen fauler. Wenn ich sage, ich möchte heute nur gammeln, dann meine ich damit wirklich, dass ich eigentlich nichts machen möchte. Also ich möchte nur irgendwo sitzen oder liegen, mich nicht groß bewegen und überhaupt nicht aktiv sein. Das Verb chillen würde ich jedoch ein bisschen anders verwenden. Wenn mich eine Freundin fragt, was möchtest du am Samstag machen? Dann könnte ich antworten, ich möchte einfach nur chillen. Damit meine ich dann, dass ich vielleicht keinen Ausflug machen möchte oder keinen Sport machen möchte, sondern etwas Entspanntes machen möchte. Aber das könnte für mich auch bedeuten, dass ich vielleicht Lust hätte, die Freundin zu treffen und dass wir vielleicht zusammen einen Kaffee trinken gehen. Also insgesamt, dass wir etwas ein bisschen Ruhiges machen.
Gammeln würde jedoch für mich wirklich bedeuten, dass ich in der Regel zu Hause bleibe und gar nichts mache. Vielleicht kennst du schon dieses Tier, der Büffel. Das Verb büffeln wird jedoch nicht in dem Kontext von Tieren verwendet, sondern wenn wir etwas lernen. In meinem aktuellen C1-Kurs lernen meine Schüler intensiv für ihre C1-Prüfung. Oder umgangssprachlich, in meinem aktuellen C1-Kurs büffeln meine Schüler intensiv für ihre C1-Prüfung. Das Verb büffeln nutzen wir also, wenn wir sehr intensiv lernen. Meine Schüler könnten auch Folgendes kommentieren. Was eine Büffelei. Das Wort die Büffelei existiert, aber wird super selten verwendet. Wenn du auch Lust hast, mit mir Deutsch zu büffeln, dann schau auf jeden Fall auf meiner Webseite oder meiner Instagram-Seite vorbei. Ein weiteres lustiges Verb der Umgangssprache ist veräppeln. Das bedeutet so viel wie jemanden reinlegen oder jemanden täuschen. Also, wenn wir mit jemandem einen kleinen Witz machen. Alternativ könnte man hier auch den Ausdruck jemanden an der Nase herumführen benutzen. Zum Beispiel, er hat mich an der Nase herumgeführt. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, ich würde mich total freuen, wenn du diesem Video einen Like gibst und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Weiter geht's mit dem nächsten Verb. Vielleicht hast du auf der Straße schon mal folgenden Ausdruck gehört. Beruhig dich, komm mal klar, okay? Hier steckt das Verb klarkommen drin. Das bedeutet zurechtkommen oder etwas bewältigen. Dieser Kommentar, komm mal klar, ist sehr direkt und kann auch ein bisschen frech oder provozierend sein. Es kann also passieren, dass die Person ein bisschen aggressiv ist und das in dieser Situation sagt. Es kommt hier also total darauf an, wer das sagt, in welcher Situation das gesagt wird und auch wie, also vielleicht mit welcher Stimme die Person das sagt. Gerade bei Jugendlichen hört man auch häufig die Frage, kommst du klar? Alternativ könnte man auch sagen, alles gut bei dir oder schaffst du das? Wenn meine Schüler einen neuen Text bearbeiten, könnte ich zum Beispiel zu ihnen gehen und sie fragen, kommt ihr mit dem Text klar? Damit meine ich dann, ob sie den Text gut bewältigen können, also ob sie die Aufgabe gut bearbeiten können. Meine Schüler könnten dann antworten, der Text und die Aufgabe sind sehr schwer, aber ich denke, wir kommen damit klar. Das bedeutet dann, dass sie davon ausgehen, dass sie die Aufgabe lösen können. Ein anderes internationales Beispiel aus den Nachrichten. Landwirtschaft in Marokko muss mit wenig Regen klarkommen. Man könnte auch schreiben, Landwirtschaft in Marokko muss mit wenig Regen auskommen. Obwohl es wenig regnet, muss die Landwirtschaft in Marokko irgendwie überleben. Aufmotzen. Das bedeutet etwas verbessern oder etwas herrichten. Aber das Verb wird nur in bestimmten Kontexten verwendet. Zum Beispiel, meine Nachbarin hat ihr Auto total aufgemotzt. Sie hat ein neues Soundsystem eingebaut, sie hat die Felgen ausgewechselt und sie hat die Sitze komplett neu bezogen. Sie hat ihr Auto also sehr verbessert. Man könnte hier auch sagen, dass sie viele Dinge nachgebessert hat. Sie hat also erst das Auto mit einer bestimmten Ausstattung gekauft und dann zu einem späteren Zeitpunkt hat sie nochmal verschiedene Sachen an dem Auto verändert. Man könnte natürlich auch sein Motorrad, ja vielleicht auch sein Fahrrad oder ein Schiff aufmotzen. Das Verb aufmotzen ist sehr spezifisch. Man könnte nicht sagen, du musst deinen Text noch aufmotzen. Hier würde ich einfach sagen, du musst den Text nochmal verbessern. Du solltest den Text also bearbeiten, vielleicht sogar komplett überarbeiten. Falls du dich gerade fragst, was der Unterschied ist zwischen bearbeiten oder überarbeiten, ich habe ein ganzes Video zu diesen und weiteren Verben mit dem Grundverb arbeiten. Schau auf jeden Fall vorbei. Floppen. Wenn du Englisch sprichst, dann verstehst du dieses Verb wahrscheinlich direkt.
Der Film ist gefloppt. Floppen bedeutet umgangssprachlich scheitern, also nicht erfolgreich sein. Wenn du einen Film schaust, auf den du dich vielleicht total gefreut hast, der dich dann aber am Ende total enttäuscht, dann könntest du kommentieren, was ein Flop. Zoffen. Maja und Lukas streiten andauernd. Maja und Lukas zoffen sich andauernd. Zoffen bedeutet sich streiten oder auch Ärger haben. In der Situation von Maja und Lukas könnte man auch das Nomen der Zoff verwenden. Zum Beispiel, Maja hat Zoff mit Lukas. Maja hat Streit mit Lukas. Er war im Urlaub den ganzen Tag nur am Handy. Er hat die Zeit total verplempert. Er hat die Zeit total verschwendet. Eine andere Situation, wo wir unsere Zeit verschwenden, ist, wenn wir im Stau stecken. Hierzu passt folgende Meldung. Stau, Hauptstadt Hamburg. So viel Zeit verplempern Autofahrer. Vielleicht kennst du bereits weitere umgangssprachliche Ausdrücke oder Verben. Dann hinterlass gerne einen Kommentar. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Tschüss!